Dieser Griff hier ist aus Mooreiche, sprich, das ist eine Eiche, die vor Hunderttausenden von Jahren in ein Moor gefallen ist und da konserviert wurde und im Laufe der Jahrtausende eben halt die Farbe, die schwarze Farbe des Moors angenommen hat. Aber innen drin ist das Holz gut. Es ist halt eine ganz dunkle Eiche und das Schwarze passt halt gut zu dem Stahlaussehen der Klinge. Mein Name ist Peter Born. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Firma Franz Güde in Solingen. Ich bin schon seit über 40 Jahren in der Firma, bin die 4. Generation, die hier in Solingen Messer macht. Also mein Großvater hat diesen Betrieb, der eine Gesenkschmiede war, 1933 erworben. Das ultimative Brotmesser, das fertigen wir zu Ehren meines Großvaters, der diesen besonderen Wellenschliff mit den spitzen Zähnen erfunden hat. Das war 1939, 1940, wurde damals auch als Gebrauchsmuster angemeldet und dieser Wellenschliff ist besonders gut geeignet, um durch die Kruste durchzukommen. Brot muss man halt sägen in einer Bewegung, ohne viel Druck, um das Brot nicht zusammenzuquetschen. Wir haben die Wupper, die den vielen Niederschlag, den es hier im Bergischen Land gibt, wieder zurückbringt in den Rhein. Diese Wasserkraft hat eben die Wasserräder angetrieben, die vor 300, 400 Jahren die Schmiedehämmer angetrieben haben, die Blasebalge, um das Feuer zu beheizen. Von einem Stabstahl werden Spaltstücke abgetrennt. Das Spaltstück wird auf 1050 Grad erhitzt, kommt dann unter den Hammer drunter, wird mit 3 Schlägen oder manchmal 4 Schlägen in die entsprechende Form gedrückt. Bei einem Messer sieht man vor allem die Tradition der jahrelange Erfahrung, die hier in Solingen sich aufgebaut hat. Die Grundprinzipien der Herstellung eines Messers sind eigentlich nach wie vor die gleichen. Der Härteprozess, das sind mehrere Prozesse, wo das Messer erhitzt und abgekühlt wird. Das Messer wird kontrolliert, es wird gerichtet und damit ist die Rohwarenfertigung beendet. Hier wird als erstes das Klingenblatt geschliffen. Und zwar von jeder Seite, einmal von der rechten Seite und einmal von der linken Seite. Das ist der Vorschliff. Hier wird richtig viel Material abgetragen. Also man sieht es, wie dick das Messer vorher ist und wie dünn es nach dem Schleifen ist. Früher gab es ein Verzeichnis für die Schleiflöhne. Das war also eine Sache, die meinen Urgroßvater betraf, aus dem Jahre 1919. Wenn man für andere Leute was geschliffen hat, da wurde genau definiert, wie viel der Schleifer dafür bekommt. Ja, und da stehen die Klingenformen. Das ist schon irre. Das muss man sich öfter mal anschauen. Für die hier hat er 17 Pfennig bekommen, für die hat er nur 15 Pfennig bekommen. Für die hier hat er 28 bekommen oder 26, weil die oben noch die Phase dran haben.
Aber ihr seht, was für schöne Formen es früher gab und wie viel Mühe man sich früher mal gegeben hat. Das ist halt alles heute nicht mehr ganz so ausgeprägt. Früher hat man sich halt noch viel mehr Mühe gegeben, was die Tischkultur anging. Hier werden die später sichtbaren Teile des Messers, die die Maschine nicht erreicht, von Hand geschliffen. Damit die Messer auch hinterher rostbeständig sind, müssen die eine feine, saubere Oberfläche haben. Man darf keinen Zunder mehr sehen. An dieser Stelle werden die Mooreiche-Griffstückchen angepasst, sodass sie genau zwischen die beiden Kröpfe passen. Und es wird auch ausgesucht, dass die rechte Seite farblich zur linken Seite passt. Die Mooreiche kommt aus dem, wie heißt das Land? Alte Land in der Hamburger Gegend. Die Seele unserer Messer steckt in den 50 Arbeitsgängen, die von Hand gemacht werden, wo viele Mitarbeiter ihr Können mit eingebracht haben. Und jedes Messer ist eben halt ein Unikat. Wenn man mit dem Mikrometer nachmisst, ist jedes ein klein bisschen anders. Roboter und Vollautomatisierung kann nur mit Teilen arbeiten, die eins wie das andere ist. Sobald da Schwankungen drin sind, wird es schwierig für die. Wenn da 3 Tonnen irgendwo drauf fallen, dass da gewisse Toleranzen drin sind, dass es nicht aufs Hundertstel genau ist, liegt auf der Hand. Ja. Das ist alles Millimeterarbeit. Zehntel Millimeter Arbeit. Ja.